Hallo YouTube, hier ist Ina Soll und heute möchte ich einfach mal reden. Ja, also ich habe ja neulich vor ein paar Wochen diesen Fallschirmsprung gemacht und der hat viele Gefühle und viele unterdrückte Wünsche und ja, einfach Sachen, die da waren anscheinend, an die Oberfläche gebracht. Und das war für mich dann schon so, dass ich gedacht habe, wow, einerseits toll und andererseits dachte ich mir so, was passiert jetzt gerade? Es war alles so ein bisschen in Aufruhr, alles ein bisschen chaotisch, so dass ich dann auch nicht mehr so mich genau wieder orientieren konnte. Und ja, also es ist halt viel passiert und ich möchte halt jetzt auf jeden Fall die Ausbildung machen. Das heißt, ich möchte lernen, alleine zu springen. Wenn ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich also fähig, dann alleine Fallschirm zu springen. Und das ist für mich ein Schritt in die Selbstständigkeit bzw. in die Unabhängigkeit. Das, was mir so in den letzten Tagen klar geworden ist oder Wochen, ist, dass ich mich halt sehr abhängig fühle von vielen Dingen, von ja, auch natürlich dem Leben, der Konstellation, der Familie, den Kindern, dem Mann, den Eltern. Und das hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob das jetzt alles so ist, wie ich mir das wünsche. Und ich bin zu keiner Lösung gekommen. Aber es ist halt so, wie es ist. Und das lerne ich halt jetzt einfach zu akzeptieren. Also ich habe ganz oft in den letzten Tagen halt einfach das Gefühl, es ist mir jetzt zu viel. Also gerade so mit den Kindern. Ich mache mich ja gerade selbstständig und es passiert auch sehr viel in der Hinsicht passiert alles sehr vieles Positive, auch wenn es mal ein, zwei Rückschläge gab. Es ist schon so, dass ich da schon sozusagen Tag für Tag vorankomme. Die Ideen verändern sich und ja, also es kommen neue Menschen ins Leben, ne? Also es kommen neue Ideen, neue Richtungen, Perspektiven und neues Potenzial sozusagen zu mir. Und dieses Potenzial möchte ich auf jeden Fall ergreifen. Von daher läuft diese Businessentwicklung sehr gut voran. Gleichzeitig habe ich natürlich das finanzielle Thema. Ich werde nämlich jetzt, ja, ich bin ja selber losgemeldet und ich werde jetzt kein Arbeitslosengeld mehr bekommen ab dem nächsten Monat. Und dann ja, muss ich mir jetzt halt eine neue Stelle suchen, auf jeden Fall Teilzeit, damit ich mich dann weiter darauf fokussieren kann, auf die Selbstständigkeit. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, weil dann habe ich das Gefühl, ich komme nicht mehr so gut voran. Andererseits habe ich jetzt zum Beispiel gestern auch jemanden gesprochen, die dann meinte halt, es ist sinnvoll halt auch zu investieren. Ne? Also ich kriege halt von überall immer Input und es ist so schön halt zu erleben, dass man dann die Freiheit hat, Sachen halt selbstständig zu entscheiden. Und manchmal braucht man halt auch Mut dafür. Und ich dachte halt immer, ich bin ein mutiger Mensch. Aber es sind halt immer neue Herausforderungen, die dann sozusagen meinen Mut aufs Neue herausfordern. Es ist halt aufregend einfach. Es ist total aufregend. Alles, was gerade passiert. Und ja, gleichzeitig gibt es eben dieses Thema der Familie, so wie man halt gerade zur Zeit lebt, mit den Kindern, mit der Beziehung, dass der Alltagsstress einfach so dominant ist, dass man dann denkt, okay, wir brauchen eine Lösung.
Und ich möchte jetzt einen Au-pair engagieren. Ich hoffe, dass das jetzt sozusagen vieles entlastet, damit ich dann halt nicht diese Rolle halt immer erfüllen muss, halt immer da zu sein. Weil ich halt auch gerne für mich da sein möchte. Ne? Und neulich, das war sehr verletzend, habe ich halt mit einem Freund der Familie gesprochen und beziehungsweise wir waren bei ihm zu Gast und meine Tochter war halt auch bei denen im Garten und die hat sich irgendwie verletzt und ist dann weinend zum Papa gelaufen. Und der Mann, der Gastgeber, also der Mann ist halt auch Asiate und auch was älter, also im Alter, ja, sagen wir mal, also nicht meine Generation, meinte dann, schäm dich, dass deine Tochter nicht zu dir läuft. Und dann hat er das, glaube ich, so 2-3 Mal gesagt und ich dachte mir so, was heißt das denn jetzt, was soll das denn? Ne? Aber er sieht das halt so, dass das Kind, wenn es dann halt Unterstützung braucht, wenn das Kind Nähe braucht oder halt, wie sagt man dann, Zärtlichkeit oder wie auch immer, ne? Also aufmerksam braucht, wenn das braucht, dass die Mutter das dafür zu sorgen hat, ne? Und dass es die Mutter ist, die das immer geben muss. Und er hat gesagt, ja, wenn meine Tochter weint, wäre sie nie zu mir gekommen. Ne? Und also insgesamt, die Rolle der Frau ist halt für mich auch insgesamt, also durch die ganze YouTube-Geschichte ja auch, aber auch durch die Entwicklung, seit ich Kinder habe, halt immer ein Thema gewesen. Und ich fand das halt dann schon sehr, sehr schrecklich zu erfahren, dass man so eine bestimmte Funktion hat als Mutter. Und und das hat mich halt verletzt, muss ich sagen. Was war noch? Genau, und dann meinte ich so, ja, warum muss das Kind denn zu mir laufen? Ne? Warum kann es nicht zum Vater laufen? Warum ist das nicht okay? Ne? Und da meinte der, ja, es ist ein Naturgesetz, dass die Mutter sich um die Kinder kümmert. So, ne? Und dann dachte ich mir, okay, also das ist halt so super alt, also irgendwie super traditionell, was heißt traditionell? Also so total nicht offen und interessant oder interessant fand ich es halt einfach, dass mich das so mitgenommen hat. Ne? Also eigentlich hätte ich einfach drüber hinweg gucken können und dann sagen, okay, ist mir egal, ich mache mein Ding. Aber es hat mich ja so verletzt und so mitgenommen. Und das heißt dann halt damit, dass ich ja immer mich noch nicht losgelöst habe von dieser Vorstellung, wie halt eine Frau zu sein hat oder wie eine Mutter zu sein hat. Weil ich ja doch mich irgendwo anscheinend mit als diese Person identifiziere, die da sein muss, ne? Für die Kinder oder für bestimmte Sachen. Und also das ist halt so jetzt diese Entwicklung und das finde ich halt auch aufregend, weil ich nicht weiß, was danach kommt oder wie ich mich entscheide. Oder was heißt entscheide, ne? Oder was halt alles passiert und wie ich das löse in der Zukunft. Auf jeden Fall denke ich halt die ganze Zeit an die Au-pair, die hoffentlich mich und auch meinen Mann entlastet. Gleichzeitig möchte ich aber auch einfach an mir selber arbeiten, an meiner Einstellung, dass eigentlich alles gut ist, wie es ist. Und dass man natürlich sich nicht auf das fokussieren soll, was Mangel ist. Ne? Also Mangel an Zeit, Mangel an Freiheit, Mangel an Unabhängigkeit. Also Unabhängigkeit und Freiheit ist ja das Gleiche. Ne? Oder auch Mangel an Geld. Ne? Also all diese grundsätzlichen Mängel, sind halt sehr
ja, also in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, so wie wir jetzt halt leben, halt sehr dominant. Und ich hatte ja schon ein Video gemacht zum Thema Dankbarkeit. Ich habe gesagt, ich habe jeden Tag eine Liste geschrieben von 10 Dingen, für die ich dankbar bin an diesem Tag oder am Tag davor. Das habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gemacht, weil ich dachte, ich fühle mich super wunderbar. Aber ich möchte damit jetzt wieder anfangen und halt mich wieder fokussieren und gucken, was alles so toll ist. Und das tue ich ja auch. Also ich erlebe ja auch alles schön in bestimmten Bereichen. Nur in diesem einen Bereich, Mutter sein, Familie sein, das ist jetzt gerade halt einfach sehr dominant und ich möchte halt in diesem Thema dann wieder versuchen, das Gute zu sehen und Hoffnung zu haben, dass alles wieder im Fluss ist. Okay, ja, das ist heute das Video für Freitag. Ich lasse das einfach ungeschnitten, weil es einfach auch widerspiegelt, was gerade in mir vorgeht. Ich möchte ab morgen eine Ausbildung genau zum Fallschirmspringen machen, das mir halt das Gefühl geben soll, also unabhängig stark zu sein. Also, ich wünsche euch alles Gute, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.